Herzlich willkommen allerseits zu unserem E&Co Experten-Talk, ein neues Format, was wir bei uns im Hause etabliert haben, wo wir Sie alle 4 bis 6 Wochen nun in regelmäßigen Abständen mit dem Neuesten aus unserem Haus, aber auch aus dem Umfeld unserer Klienten versorgen wollen. Heute haben wir ein besonders spannendes Thema zum Einstieg. Es geht um die Digital Value Economy und hier ganz besonders mit Fokus auf die Neuorganisation der Beschaffung. Wir haben unseren CEO, Dr. Engelbert Wimmer, an Bord, um heute dieses interessante Gespräch zu führen, worauf ich mich extrem freue. Dankeschön und ich freue mich auch auf die Diskussion. Engelbert, das Thema Digitalisierung. Das Erste, was mir dazu einfällt, man hört es sehr viel. In der Tat erleben wir im Moment so etwas wie einen Digitalisierungshangover. Nachdem die Manager weltweit in Silicon Valley gependelt sind, um sich dort mit neuesten Methoden und mit Erfahrungen und mit Startups voll zu saufen, kommen sie nun zurück und merken, dass der Umbau der eigenen Organisation doch nicht so einfach läuft wie gedacht. Dieses Tal der Ernüchterung ist etwas, was wir als Digital Value Economy Problem umreißen und auch in unserem Beratungsalltag entsprechend bearbeiten. Wir verstehen unter Digital Value Economy im Wesentlichen den Umbau der Firmen in 4 wichtigen Dimensionen. In der Mitte steht das, was früher der Kunde war und heute der Nutzer ist, und das, was wir dem Nutzer anbieten. Ja, das beschreiben wir im Beratungsalltag als Face Value, und in der Digitalisierung sind Produkte, die wir in Zukunft dem Kunden anbieten, natürlich immer vernetzt. Du sprichst da immer von Face Value. Was kann ich mir darunter vorstellen und wie kommt man auch zu dem Value, von dem du sprichst? Ganz konkret ist es die Überleitung des Vertriebes von Produkten zum Vertrieb von Services in einem digitalen Kontext. Das heißt, dass Produkte, die man vorher an die Rampe geliefert hat und der Kunde mitgenommen hat, dass die plötzlich über den gesamten Lebenszyklus hinweg vernetzt sind und Daten zurückliefern, dass ich plötzlich ein Produkt über einen Lebenszyklus verkaufe und diesen Lebenszyklus auch bewirtschaften muss. Face Value bedeutet, dass das, was im Angesicht des Kunden der eigentliche erlebbare Wert ist, eben nicht mehr ein Produkt, sondern in einem gesamten Servicepaket über den gesamten Lebenszyklus hinweg erfahren wird, und das verändert total, wie die Vertriebsorganisation funktionieren kann, wie das Produkt funktioniert, wie eine Serviceorganisation funktioniert, wie die Ökonomie in Summe funktionieren kann. Ein massiver Impact auf die Organisationen. Was muss ich organisatorisch beachten an dieser Stelle? Du sprichst auch immer von mentalen Modellen in diesem Zusammenhang. Die zweite große Veränderung nach diesem ersten Face Value ist die Frage, wie entsteht Innovation in diesem Kontext, also die Integration von Innovation. Das bedeutet, dass ich total umbauen muss, wie eine Produktentstehung funktioniert und wie dann nachher die Produktion funktioniert. Also das heißt, das Aufreißen in Projektgesellschaften, in Gesellschaften, mit denen ich lose oder fester zusammen kooperiere, in Partnerschaften. Das bedeutet Freelancer, die sich anders in Organisationen integrieren. Das bedeutet, dass ich in komplett neuen Grenzen eine Organisation definieren muss, was natürlich eine riesige Herausforderung im Kontext unserer heutigen Diskussion ist, mit dem Leiter des Einkaufs, dem Chief Purchasing Officer, als Hüter der Organisationshaut. Übrigens, die Organisation ist nur ein Muskelblatt, das wir dort bedienen. Organisation bedeutet auch Führung, und die Führungsfrage in solchen Organisationen wirft sehr, sehr spannende Probleme auf und Feedbackprozesse und Veränderungen. Heute habe ich den Computer in meiner Hosentasche und keinen Arbeitsplatz mehr. Das heißt, was eine Firma ist, verändert sich radikal. Und die Integration von diesen verschiedenen Zulieferern, die ich heute in Projekten habe, und das betrifft dann sehr stark die Einkaufsorganisation, die das integrieren muss. Der letzte Aspekt und vielleicht der schwierigste und gerade für unsere Kunden am härtesten greifbare Aspekt ist der mentalen Modelle. Das heißt der Frage, welche Kultur und welche Attitude, Kultur auf der Ebene der Gesamtorganisation, Attitude der Mitarbeiter trifft den Nagel auf den Kopf, wenn ich in dieser neuen Organisation, in dieser neuen Digital Value Economy erfolgreich sein möchte. Genau darum geht es, dass ich einen neuen Habitus, eine neue Haltung auspräge. Lass uns an der Stelle nochmal reflektieren, warum der Einkauf, die Beschaffung
so passig ist, um dieses Thema zu erörtern. Denn wenn du von Digital Value Economy sprichst, denke ich erstmal an die hochinnovativen Bereiche im Unternehmen, an die technischen Bereiche. Was ist der Hintergrund, dass wir heute über die Beschaffung und auch den Chief Procurement Officer als Aushängeschild sprechen? Das Zentrale und Wichtigste ist, dass über 70% der Innovationsleistung unserer typischerweise deutschen Industrie über den Einkauf, über die Beschaffung integriert und vor Kunden gebracht werden. Und das heißt, die Einkaufsorganisation steht auch weiterhin an dieser extrem wichtigen Scharnierfunktion zwischen dem Zuliefermarkt, der für viele Komponenten und Details Lösungen bekommt, und der Integration eines gesamten Wertpakets vor Kunde. Dort ist definitiv eine Transformation erforderlich, die auch dazu führt, dass man, ich nenne das, ein agiler Businesspartner wird. Das heißt, beide Muskeln lernt zu bedienen. Sicherlich wird auch in Zukunft eine Kosteneffizienz in der Beschaffung erforderlich sein. Und dort werden wir definitiv jetzt agile Businesspartner brauchen, die nach dem Motto arbeiten, dass sie zusammen mit den Fachbereichen taktische Probleme direkt vor Ort in Projektgruppen lösen. Ja, ich glaube an der Stelle, dass sich die Beschaffungsorganisationen sowohl vertikal in der eigenen Organisation als auch horizontal sehr, sehr stark breit aufstellen müssen. Die Augen öffnen in Richtung neuer Partnerschaften, neuer innovativer Dienstleister und diese in einen Prozess nicht nur hineinzubringen, sondern auch kuratiert so mit den Bereichen in Verbindung zu bringen, dass für alle Seiten ein Mehrwert entsteht. Ich bin überzeugt davon, dass bei dem Thema Data and Technology der Einkauf, aber auch der Einkäufer sich sehr, sehr stark mit den Technologien und dem, was wir Neues nennen, an datengetriebenen Geschäftsmodellen, aber auch an den Playern dahinter auseinandersetzen muss. Wie siehst du das? Das ist in der Tat eine gigantische Herausforderung für die Beschaffungsorganisation, denn nun muss sie tatsächlich für die eigenen Skills massiv neu lernen. Sie muss lernen, wie die Technologie für den Beschaffungsprozess im Sinne von Algorithmen, im Sinne von Nutzung künstlicher Intelligenz, Ablegen von Daten und Nutzung von Daten, Datenschutz und Rechtsthemen bis hinein in die Frage von Geschäftsmodellen, von cloud-basierten Services, muss man jetzt in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel lernen, wofür man früher immer, Verzeihung, dass ich es so klar sage, aber den Fachbereich verprügeln konnte, da muss man heute selber mit rein. Eine gigantische Herausforderung, insbesondere wenn es darum geht, konventionelle Modelle, wo man sehr lange in den eigenen Funktionen investiert hat, um etwas zu entwickeln, um etwas zu bauen, um eine große vielleicht IT-Capability entsprechend zu bilden. Wenn man das plötzlich aus der Cloud kauft, nicht mehr vorinvestiert, aber höhere Running-Cost hat, das sauber bewertet zu bekommen, stellt die Beschaffungsorganisation vor sehr, sehr große Herausforderungen. Das klingt für mich danach, als müsste der CPO nun mal ordentlich an seinem Recruiting-Rad drehen. Oder hat er die Leute schon alle an Bord? In der Tat ist die Transformationsherausforderung riesig. Ja? Also wenn man sich in der Vielfalt der neuen Aufgaben umschaut, vom Teilnehmen an Hackathons und Scouting von sehr frühen Ideen bis zu Onboarding von Freelancer auf Projektbasis und dem Zusammenarbeiten in partnerschaftlichen Modellen bis hinein in das weiterhin Bedienen der klassischen Beschaffungsorganisation ist die Herausforderung gigantisch an Talenten, an Multikulturalität, an Projektgeschäft. Deswegen ist es ja auch besonders wichtig, dass wir uns zu diesem Zeitpunkt darüber unterhalten, wie der Transformationsprozess der Beschaffung aussieht, denn das ist ein kritischer Zeitpunkt, an dem sich, ich denke, die Schicksale vieler Unternehmen gerade entscheiden. Jetzt mal ganz konkret, aus Sicht eines CPOs, was steht auf der Agenda? Eine sehr umfassende Transformation von der, wir nennen es Schwarz-Weiß-Beschaffung, die sehr transaktionsorientiert ist, hin zum Vollfarbenspektrum der Beschaffung des 21. Jahrhunderts. Ein Transformationsprozess, der natürlich nicht über Nacht passieren kann, sondern der eine sehr bewusste Roadmap beinhaltet, wo die Fähigkeiten, die Sie für die Zukunft brauchen, in sehr konkreten Schritten geplant, vorbereitet und implementiert werden. Vielen Dank für das Gespräch, Engelbert. Bitte gerne. Und herzlichen Dank auch Ihnen fürs Dabeisein und nun viel Vergnügen beim Studieren unseres Value Letters.